Lack-Langzeitversiegelung muss nicht schwer sein, das zeigt Sonax mit der CC1. Wir schauen uns sie jetzt an. Mittlerweile gibt es zahlreiche Keramik- und Lack-Langzeitversiegelungen auf dem Markt. Auch Sonax ist mittlerweile seit ein paar Jahren damit dabei. Jetzt sehr neu auf dem Markt die CC1 Hybrid Coating. Die Idee dahinter ist eine sehr einfach zu verarbeitende Einschichtversiegelung, bei der man wirklich nur einen Auftrag braucht und trotzdem auf Standzeiten um die 15 Monate und 20.000 Kilometer kommt. Die Standzeit können wir jetzt nicht testen, wir wollen uns aber das Produkt im Allgemeinen mal anschauen. Ich habe hier die Packung, so wird das geliefert, ist einfach typisch für Sonax, schön verpackt in einem kompletten Paket, aus Pappe in dem Fall. Wenn wir hier reingucken, haben wir hier verschiedene Komponenten. Einmal die Anleitung, die schauen wir uns gleich noch genauer an. Das Produkt in einer Aluflasche und 4 Auftragsschwämme, die wir uns auch gleich noch genauer anschauen. Neben diesen Sachen braucht man noch 1, 2 andere Dinge. Anders als beim CC Evo sind nicht alle Dinge enthalten. Dafür ist der Preis extrem attraktiv, auch für gewerbliche Aufbereiter. Die Anleitung ist sehr ausführlich, typisch für Sonax, aber klar, Sonax hat eine breite Ziel- und Käufergruppe und muss bei der Anleitung sicherstellen, dass auch jeder Ungeübte das Produkt vernünftig anwenden kann, denn sonst fällt es wie immer auf den Hersteller zurück. Zur Anwendung zeigen wir natürlich gleich auch noch mal einen großen Teil, aber schauen wir doch mal in die Anleitung rein. Genau, Langzeiteffekt 15 Monate, habe ich bereits schon gesagt. SI-Carbon-Technologie klingt ganz spannend, was es bedeutet. Spielt am Ende keine Rolle, denn es ist am Ende das Ergebnis, was zählt. Es ist eine Versiegelung, die mit dem Lack reagiert, sich also fest verbindet. Stichwort Keramik, Lack-Langzeitversiegelung. Wirkt farbsättigend, bildet eine chemische Einheit, ist damit chemisch relativ resistent und wird sehr glatt. Beading, Sheeting und die Glätte werden wir am Ende natürlich uns auch noch mal anschauen und auch beurteilen. Interessant wird es, die CC1 kann als eigenständiges Coating verwendet werden oder zur Auffrischung bestehender Versiegelungen wie CC36 oder Keramikcoating CC Evo verwendet werden. Finde ich natürlich super spannend. Auto mit CC Evo beschichtet, 1 oder 2 Jahre draußen. Performance ist nicht mehr perfekt. Auto vielleicht noch mal entfetten, CC1 drauf und man hat wieder eine Auffrischung. Ist eine sehr gute Idee. Standzeit 15 Monate, 20.000 Kilometer, Kontaktwinkel 110 Grad, okay. pH-Toleranz 2 bis 10. Dazu kann ich vorweg an dieser Stelle schon mal sagen, diese 2 bis 10 beziehen sich auf den Worst Case, nämlich dass die Chemie einwirkt, trocknet und vielleicht sogar mechanisch angewendet wird. Kleiner Tipp, bei uns in der Telegram-Gruppe haben wir schon mal einen kleinen Belastungstest, hat der Robert netterweise gemacht. Da seht ihr, was die CC1 alles an Chemie aushält. Ich sage hier schon mal, es ist echt beachtlich, aber guckt da gerne mal rein, falls ihr da mehr sehen wollt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau, ansonsten ist jetzt hier noch mal die Anwendung besprochen. Ganz wichtig vorher, vernünftig polieren. Der Lackzustand sollte so sein, wie ihr ihn auch versiegeln müsst. Er sollte ein gewisses Mindestmaß haben, einfach damit die Beschichtung gut halten kann. Und optisch so sein, wie ihr die gerne versiegeln wollt, wenn ihr Hologramme gern versiegelt. Bitte schön, aber es wird natürlich empfohlen, die zu entfernen und vorher den optimalen Lackzustand herzustellen. Anschließend gründlich entfetten und dazu kommen wir jetzt gleich. Ich habe ja noch versprochen, wir schauen uns noch mal kurz die Applikatorblöcke an. Finde ich zum Beispiel eine coole Sache, dass hier die Suede-Schicht gleich mit drauf ist. Das heißt, man hat einen Block, man muss nichts rumwickeln, nichts festhalten. Viele arbeiten ja noch mit Mikrofaserblock, einfach weil das Handling angenehmer ist. Ist hier wirklich gut gelöst. An 1 und 2 Stellen am Auto muss man dann improvisieren. Dazu kommen wir dann später bei der Anwendung auf jeden Fall auch noch. Was jetzt nicht dabei ist, was man dennoch braucht, ist neben der Vorarbeit für die Poliermaschine einmal ein Lackentfetter. In dem Fall kann es natürlich Sinn machen, den Hersteller eigenen zu nehmen, wenn man nämlich eine Fehlerquelle ausschließen will. Man kann aber auch alle möglichen anderen, die so auf dem Markt sind, nehmen. Nitrilhandschuhe, damit, Sonax schreibt, keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche entstehen. Ich würde auch sagen, damit ich das Zeug nicht an die Pfoten bekomme. Deswegen Nitrilhandschuh und wenn der Raum nicht gut belüftet ist, würde ich auf jeden Fall auch eine Halbmaske tragen. Ist nicht vorgeschrieben, ist nicht zwingend empfohlen. Bei einer guten Durchlüftung kann man es mit Sicherheit auch ohne machen. Ist kein hochgiftiges Produkt, aber der Hinweis, muss jeder selbst wissen, wie weit er sich schützt. Und zu guter Letzt noch 1 oder mehrere Tücher zum Entfetten und zum Versiegeln auf jeden Fall neue Tücher nehmen. Genug der Vorrede, ich würde sagen, wir schnappen uns das Produkt, entfetten den Lack und starten mit der Anwendung durch. Sprühe den Entfetter bitte neben dem Lack auf das Tuch direkt und nicht auf den Lack, um Overspray zu vermeiden, und wische dann den Lack wirklich großzügig ab. Hierbei ist mehr, diesmal ausnahmsweise mehr. Du solltest beim Wischen einen gleichmäßig geschlossenen Entfetterfilm auf den Lack haben, um eine gute Wirkung zu erzielen. Im Zweifel entfette den Lack zweimal. Dreh regelmäßig das Tuch, weil das Tuch kann auch eine gewisse Menge an Wachsen oder Ölen oder was auch immer du aufnimmst, aufnehmen. Nimm dir zum Entfetten auch idealerweise neues Tuch, einfach weil das die höchste Aufnahmekapazität hat und auch keine Kratzer verursacht, wie vielleicht ein gewaschenes Tuch. Wie gesagt, hier ist wirklich mehr. Arbeite großzügig mit dem Entfetter. Achte darauf, dass die Schlieren selbstständig abziehen. Sollte das nicht der Fall sein, kannst du mit einer trockenen Seite auch nochmal nachwischen. Wer auf Nummer sicher gehen will, entfettet das ganze Auto zweimal. Wer gründlich arbeitet, muss das aber nicht unbedingt für ein gutes Ergebnis tun.
Die Entfettung ist absolut essentiell, damit das Coating später gut hält. Öffne dann das Coating und achte bitte darauf, dass sich keine Kristalle wie hier gebildet haben, beziehungsweise wenn sie sich gebildet haben, wische das unbedingt mit einem separaten Tuch ab. Das wird dir Kratzer in den Lack machen, die du so leicht nicht mehr rausbekommst. Darauf ist zu achten. Für die erste Anwendung würde ich so 10 bis 15 Tropfen auf den Applikator applizieren und dann erstmal grob in meinem Teilbereich einmal auftragen. So schaffe ich mir ein Reservoir, was ich dann in entgegengesetzter Richtung einarbeiten kann. Einmal längs auftragen und dann im Kreuzstrich einmal vernünftig einarbeiten, die Kanten nochmal gezielt nacharbeiten und dann ist gut. Nicht zu oft drüber, sonst nimmt man wieder Produkt runter. Produkt nachdosieren, wie gesagt, immer darauf achten, dass auch hier ein schöner, satter, geschlossener Film entsteht, ohne dass er anfängt zu laufen. Wenn der Film läuft, habt ihr definitiv zu viel genommen. Wenn der Film nicht geschlossen ist, sondern so streifig wird, habt ihr zu wenig genommen. Dann geht es weiter am anderen Bauteil. Einmal eine Reinigungsflotte schaffen, dann das Reservoir nach außen verteilen in meinem Teilbereich und einmal gründlich im Kreuzstrich verarbeiten, die Ränder nochmal explizit verarbeiten und dann weiter zum nächsten Teilbereich. Du solltest ungefähr von der Größe so eine Viertelmotorhaube auf einmal machen, achte aber generell einfach auf deine Umgebungstemperatur. Du erkennst, dass das Produkt abnahmefähig ist, wenn es gegens Licht so einen Regenbogenschleier wirft. Dann kann es abgenommen werden. Nimm bitte zum Abwischen auch neue Tücher, schüttel die einmal aus, damit produktionsbedingte Fusseln entfernt werden. Wische dann in geraden, langsamen Bewegungen einmal über das Bauteil, gerne auch im Kreuzstrich. Drehe dein Tuch auf eine andere Seite um, idealerweise auf eine etwas langflorige oder mittelflorige Seite und arbeite dann in kleinen kreisenden Bewegungen komplett ohne Druck. Das Tuch fast wieder abheben über die Oberfläche. Hierdurch werden wirklich alle Rückstände streifenfrei auspoliert. Wendest du hier zu viel Druck auf, drückst du in die noch frische Coatingschicht und wischt viel zu viel ab, was deine Performance und deine Haltbarkeit mindert. Wenn du mit einem Teilbereich fertig bist, setzt du das Bauteil fort oder gehst aufs nächste Bauteil, je nachdem, wo du warst und arbeitest dich so im Endeffekt komplett über das ganze Bauteil, bis ein Bauteil komplett versiegelt ist. Beim Sonax CC1 lassen sich vergessene Highspots, also nicht richtig abgetragene Keramikbestandteile oder Schatten sozusagen, innerhalb von einer Stunde mit dem Prepare wieder anlösen. Nichtsdestotrotz wollen wir lieber vernünftig arbeiten und versuchen sie gleich beim ersten Mal komplett abzutragen. Die Schritte dafür sind relativ einfach. Wir nehmen erstmal direktes Licht, also hier in dem Fall eine Scan Grip, also wirklich einen direkten LED-Strahler und gucken, ob wir irgendwo Kratzer haben, ob wir hologrammartige Strukturen haben, ob wir Wischspuren haben, um einfach zu erkennen, gibt es irgendwelche Reaktionsprobleme oder greift mein Coating den Lack, also beziehungsweise mein Tuch den Lack an, habe ich zu doll gewischt, habe ich irgendein Problem. Wenn ihr nämlich, wie vorhin gezeigt, beim zweiten Schritt zu doll drückt, würdet ihr so Streifen ins Coating drücken, die aussehen wie Hologramme. Solltet ihr das auf dem Lack sehen, nochmal ein neues Produkt auftragen, nochmal neu beschichten und definitiv weniger Druck beim Abnehmen. Nach dieser Kontrolle empfehle ich euch, mit einer diffusen Lichtquelle nochmal auf sogenannte Highspots zu kontrollieren. Highspots sind Coating-Überstände, die einfach von überschüssigem, nicht auspolierten Produkt stammen. Ist alles in Ordnung, geht es weiter zum nächsten Bauteil, das auf die gleiche Weise beschichtet wird. Bei Schriftzügen und Applikationen könnt ihr auch mit dem Tuch arbeiten oder hier diese kleinen Zwischenräume gerne auch mit dem Wattepad machen, damit ihr 100% erreicht. Beim Wattepad ganz wichtig, nimm bitte die geprägte Seite, nicht die fusselnde Seite, weil da wirst du dir auf jeden Fall selbst die Karten legen, würde das passieren. Wenn es ganz eng und ganz schmal wird, nehme ich so ein Schaumstoff-Reinigungsstäbchen, da kann ich das Produkt optimal auftragen. Genauso hier wie bei der Innenkante um den Spiegel, damit ich einfach mit dem Produkt nicht zu sehr ans Glas komme. Ich könnte es zwar abwischen, ist aber zusätzliche Arbeit. Bauteil ist fertig und Bauteilkontrolle, und bei der Kontrolle stellen wir hier gleich fest, zugegeben ein bisschen mit Absicht, haben wir einen Highspot, so sieht der im Licht aus. Es sieht aus wie so ein schattiger Fleck, will ich sagen. Den lassen wir jetzt aber mal stehen. Ich will nämlich mal schauen, ob wir das nachher, wie von Sonax empfohlen, mit dem Prepare entfernen können. Er ist auch immer noch da, nach ungefähr einer Stunde. Ich wische mal direkt rüber und gucke mal, ob er jetzt noch weggeht. Und ich sehe, nein, er ist noch da. Er ist zwar ein bisschen weniger geworden, aber er geht nicht hundertprozentig weg. Also etwas Sonax Prepare ins Tuch, einmal rüber gewischt, dann nochmal kontrolliert und siehe da, der Highspot ist tatsächlich entfernt. Ganz wichtig, das Bauteil, das so nochmal bearbeitet wurde, muss natürlich nachversiegelt werden. Schauen wir uns das Beading mal genauer an. Ganz wichtig, ich weiß, die Finger jucken, Beading-Aufnahmen bitte erst nach mindestens 4 Stunden Wartezeit, damit das Produkt aushalten kann. Besser ist noch, wenn das Auto über Nacht in der Halle stehen bleiben kann. Ich glaube, die Beading-Bilder sprechen für sich. Wir haben wirklich schöne Perlen, wir haben gutes Abfließverhalten und auch auf Kunststoff, auch wenn das Beading ein bisschen schlechter ist als auf dem Lack, ist es grundsätzlich da. Man kann also auch unlackierte Kunststoffe ohne Probleme mit dem Sonax CC1 versiegeln.
Anwendung ist denkbar einfach, wirklich eine der einfachst anzuwendenden Keramikversiegelungen, die ich je gesehen habe. Beading, Sheeting, ja, können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, da sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Ich finde ein Produkt, was sich wirklich auch für Endanwender eignet, die ambitioniert sind, die die Möglichkeiten haben, vernünftig und hochwertig zu arbeiten. Das heißt, eine Halle, eine Garage, das Auto muss die ganze Zeit trocken stehen, das Auto sollte idealerweise auch über Nacht danach trocken stehen. Verarbeitungstemperaturen sollten nicht unter 10 Grad liegen, das steht aber auch alles nochmal in der Anleitung. Also wer wirklich kontrollierte Gegebenheiten hat und ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann die Versiegelung auch bei seinem eigenen Auto im Hobbybereich machen. Und für Profis vielleicht kein High-End-Coating, aber ich denke ein gutes Einstiegsprodukt als One-Layer-Coating oder als Ergänzung für bereits bestehende Keramikversiegelung finde ich ein gutes Produkt. Langzeittest mit der Standzeit bleibt abzuwarten. Der Chemietest auf Telegram hat mich auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Ich denke, Waschstraße wird es nicht allzu oft aushalten, aber auch das bleibt abzuwarten, das werden wir sehen. Insgesamt ein rundes Produkt für einen echt fairen Preis. Meine Empfehlung hat es definitiv. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!